Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Ich heiße Rena und ich zeige euch heute Produkte, wie ich sie bisher auch noch nicht gesehen habe. Und zwar seht ihr das an der Tüte. Es ist aus einem chinesischen Shop und zwar von Paint Someway. Ihr seht das hier oben eingeblendet, das Logo von Paint Someway. Und zwar ist das eine Kooperation. Und ich durfte mir Produkte aussuchen und habe zwei gewählt und würde sagen, wir fangen mal an. So, ich habe auch noch nicht reingeguckt. Und zwar habe ich etwas für Diamond Painting. Okay, der Karton hat etwas gelitten, aber immerhin, es kommt in einem Karton. Jetzt wollen wir mal gucken. Diamond Painting steht hier drauf. Genau. Und zwar, okay. Das kommt so. Und zwar sind das so Aufsteller. Da muss ich jetzt direkt mal gucken. Ich bin etwas verwundert. Ich habe hier auch 3 von diesen Korkmatten. Und normalerweise sollen da 4 Stück drin sein. Ach ja, 4. Ich dussel. Hier sind auch 4. Ihr könnt sie sehen. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ja, hier haben wir auch 4. Okay. Okay, und zwar sind das so Platzsets, die größer sind als für eine Tasse. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie das wirkt. Allerdings 15 mal 15 sollen die sein, im Durchmesser 15. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch stimmt. 15. Ja, knapp 15. Okay. Sind einseitig bepaintbar. Ich finde die Motive sehr schön, gerade für den Sommer. Gefallen mir die richtig gut. Jetzt sieht man natürlich hier das Ringlicht. So, wenn ich das hier ausmache, ja, dann habt ihr auch einen Schatten drauf, ne? Von der großen Lampe. Okay, ich glaube, ihr könnt es trotzdem sehen, wie es aussehen soll. Die Motive finde ich sehr schön. Die Farben sehen aus wie Pastell. Mal gucken, wie das gleich rüberkommt. Die ist hier, finde ich, auch schön knallig. Hat so ein bisschen Mandala, ne? So wie Mandala. So der Druck ist auch völlig klar. Jetzt hole ich mal eben... Ich dachte zuerst, es passt ein Kuchenteller drauf. Jetzt machen wir mal die Probe auf Exempel. Und zwar habe ich ein bisschen Geschirr jetzt geholt. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus. So, ich habe hier so Kaffee-Unterteller. Wie heißen die? Kaffee-Untertassen? Genau. In 2 verschiedenen Größen. Ja, also für so einen Kaffeebecher. Okay, also der hier passt genau drauf. Könnt ihr sehen, ne? Okay, hier bei dieser, da würde man von dem Mandala dann nichts mehr sehen. Ich kann das ja mal so rum machen. Genau, weil der im Durchmesser kleiner ist. Ja, na, also hier, das sieht man ja schon. Hier kann man ein bisschen, obwohl, wenn ich so durch die Kamera gucke, kann man es auch nicht sehen, ne? Na doch, der ist hier 1 cm. Ja, minimal sieht man es, ne? Okay, also Kuchenteller geht dann gar nicht mehr. Man sollte die Beschreibung vorher ein bisschen lesen. Wie gesagt, also diese, ja, die nennen sich auch Platzsets auf Deutsch. Geschirrunterlage. Okay, auf Deutsch jetzt, ne? Die Übersetzung ist ja immer ein bisschen kritisch. Nichtsdestotrotz fand ich die Motive sehr schön. Das gibt es in 6 verschiedenen Motiven. Und zwar gibt es das noch, das zeige ich euch dann hier, das läuft hier so in der Mitte durch, das blende ich euch ein. Noch mit so Gänseblümchen, Schmetterlinge, Papageien, dann dieses Mandala-Set,
Was haben wir noch? Ja, wie so ein Blumenbouquet, so Sonnenuntergänge. Also es gibt schon diverse Motive noch. Genau, auch Eulen. Eulenmotiv gibt es auch. Sehen auch sehr schön aus. Ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich habe erstmal dies hier genommen. Genau, ich werde dies auch painten. Ihr werdet dann die Fortschritte auch auf meinem Instagram-Kanal sehen. Folgt mir gerne dort. Da seht ihr dann immer auch die Ergebnisse. Und jetzt wollte ich euch nochmal den Vergleich zeigen. Das ganze Geschirr hier wegräumen. Und zwar habe ich hier diesen kleinen Untersetzer rausgeholt aus meiner Weihnachts-Edition da, was ich im Dezember gepaintet habe. Die sind auch mit diesen Kork-Untersetzern. Und hier habt ihr mal den Größenvergleich. Ja, also sie sind bedeutend größer. Wenn man natürlich einen großen Humpen hat, ne? Einen großen Becher, dann ist das natürlich auch besser als dieser hier, weil der Becher ja schon größer ist als dieser Untersetzer. Insofern, ja, geht. Ich finde sie sehr schön. Ja, der wird dann hier unten so draufgeklebt. Geht auch ganz einfach. Guck mal, hier ist sogar auch, genau, ja, ist dasselbe, ne? Hier. Genau, jetzt wollen wir uns mal die Steinchen dazu angucken. Wir haben ein Toolkit und hier haben wir die Steine. Menge Steine. Oh, das Türkis gefällt mir sehr gut. Oh, guck mal. Ein sehr schönes, ich mag Türkis. Sehr schönes Blau. Helllila, dunkellila. Gelb. So gelb-grün sieht schon so aus, ne? Rot, rosa. Ein dunkleres Rot. Pink. Gelb-grün. Ja, dann die klassische Farbe. Silber, so. Kristall halt. Und nochmal ein dunkleres Gelb. Sehr schön. Da freue ich mich drauf, die anzufangen. Und wir können hier nochmal drauf gucken, was wir haben. Ich habe nicht geguckt, ob wir jetzt Buchstaben haben oder Zahlen. Also wir haben verschiedene Sachen. Wir haben Buchstaben, aber wir haben auch Zahlen dabei. Ne? Ich denke, das wird richtig schön knallig aussehen. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, folgt mir gerne hier auf Instagram. Habe ich unten verlinkt in der Videobeschreibung. So, und dann habe ich mir aber noch was ausgesucht. Und hier ist halt der Ständer. Ne, da könnt ihr dann die wieder reinstellen. Aber ich denke, ihr kennt das auch. So, den Karton kann ich dann auch entsorgen. So, und dann habe ich aber noch eine Sache. Und die hat allerdings nichts mit Diamond Painting zu tun. Sondern eigentlich habe ich ja noch eine Leidenschaft. Die habe ich nur im letzten Jahr, also habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht ausgeübt, aber es juckt mir in den Fingern. Und zwar ist das Häkeln bzw. Stricken oder Strickeln, wie man auch so schön sagt. Und da Paint Someway ein Shop ist, der unheimlich viele Sachen anbietet, Wolle, Kreuzsticken ganz viel, Diamond Painting sowieso. Ja, also geht da ruhig mal stöbern. Die haben im Moment auch eine Aktion. Also wenn ihr 30 $30 kauft, kriegt ihr auch eine Blind Box. Könnt ihr euch dann aussuchen, ob Craft, Diamantmalerei oder Cross-Stitch. Und sie haben auch so verschiedene Sets im Angebot. Wenn du 1 kaufst, kriegst du 8%. Wenn du 5 kaufst, kriegst du noch zusätzlich 15%. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall dort mal vorbei. Sie bieten auch so Bundles an. Sie haben auch mal nach Zahlen. Sie vertreiben auch Ware von Huracan. Also die sind dann auch gelabelt. Genau, so. Jetzt habe ich mir hier eine Wolle geholt. Ich wollte einfach mal gucken, was das ist. So, da stand drauf Milk Cotton. Es gibt ja die Wolle, die mit Milchfasern so zersetzt sein soll.
Jetzt sehe ich hier schon, das ist natürlich doof, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, falls ihr auch Häkler oder Strickler sagt. Also sowas finde ich geht gar nicht eigentlich. Finde ich ungewöhnlich in einem 50 Gramm Knäuel, oder was habe ich hier? Ja, 50 Gramm. Soft Acrylic, 100% Soft Acrylic. Manufactured in China, ist klar. Ich habe es ja in China bestellt. Würde mich jetzt auch wundern, wenn es woanders herkommt. So, was haben wir hier? Textil Kashmir Products Company Limited. Okay, bei 40 Grad lässt sich das waschen? Okay, ist Acryl, ja. Okay, also sonst steht hier nichts weiter drauf. Also empfohlene Nagelstärke und so steht hier alles nicht drauf. Erstmal die Farbe gefiel mir eigentlich. Dieser Knoten gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch so komisch geknotet hier. Das ist noch nicht mal ein, konntet ihr gar nicht sehen, ne? Guck mal, das ist ein ganz normaler, also Knoten, als wenn ich mir die Schuhe zubinde. Okay, hier ist der Anfang. Genau, was wollte ich damit häkeln, beziehungsweise stricken? Ich bin entweder tunesisch Häkler. Hier ist noch ein Knoten. Oder war das der gleiche? Nein, schon 2 Knoten. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen ungünstig, aber ich werde die Wolle trotzdem ausprobieren, alleine um zu sehen, ob da noch mehr Knoten jetzt kommen oder ob das die einzigen 2 Knoten waren. Ich werde mir so kleine Stulpen, werde ich mir stricken aus dem Garn. Und da, wenn ihr Lust habt, kann ich euch da mal mitnehmen, was ich mir da für Stulpen stricke. Oder tunesisch Sträkle. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr lieber Stulpen sehen, tunesisch häkeln oder im Strickformat? So, hier ist noch ein Fussel. Ja, das ist halt Wolle. Okay. Ich lasse mich überraschen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Oder sagt ihr, ich bin gar nicht der Häkler und Strickler, ich bleibe nur beim Diamond Painting. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, in diesem Sinne, also dieses Garn gab es natürlich auch in verschiedenen Farben, Farbzusammenstellungen, und Paint Samurai hat auch ganz viele Garne im Sortiment und auch Häkelnadeln in verschiedenen Varianten. Schaut einfach mal vorbei. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Auspackvideo oder in einem Whip and Häkel Video oder Whip und Stricken Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag und Happy Painting. Tschüss!